Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute euch alles mitgebracht, was man so als Mami im Wochenbett braucht. Also hier geht es wirklich nur um die Mami-Sachen und das Ganze beruht so ein bisschen auf meiner ersten Erfahrung im Wochenbett. Ich bin jetzt kurz davor, ins zweite Wochenbett zu starten, also noch so 5, 6 Wochen gebe ich uns. Ich hoffe keine 7 mehr. Auf jeden Fall sind das die Sachen, die ich benutzt habe. Und ich habe noch so 2, 3 Sachen dabei, wo ich gesagt habe, das würde ich gerne dieses Mal ausprobieren. Das klang für mich sinnvoll. Ja, ich würde sagen, wir starten mit den Hygieneartikeln, mit den Sachen, die Frau so rund um ihren Körper braucht. Und da können wir anfangen mit so den richtigen Basics. Und zwar mit diesen dicken Binden, mit diesen Einlagen für euren Wochenfluss. Da ist es bei jeder Frau ein bisschen unterschiedlich, wie stark es ist, aber bei den meisten ist es am Anfang sehr stark. Wie lange das geht, ist auch abhängig von Frau zu Frau. Also wie viel ihr davon braucht, ist schwer einzuschätzen. Hier sind jetzt 10 Stück drin. Ich habe davon 3 Packungen. Ich bin einfach Team Safety, was das angeht. Und ich hatte genau die beim ersten Mal und fand die richtig gut. Die sehen so aus. Hier das Blaue ist, oder es ist, dass keine Flüssigkeit durchkommt. Die sind super, super weich vom Material. Dazu super wichtig sind diese kleinen Wöchnerinnen-Slips. Ich habe mich damals vor der Geburt dagegen entschieden, solche zu holen, weil ich die irgendwie optisch unbequem fand. Aber die waren dann einfach super praktisch. Ich habe die im Krankenhaus bekommen und dann nur noch getragen. Also da kommt dann die gutste Einlage einfach unten rein und dann solltet ihr safe sein. Was ich dafür noch benutzt habe, solche Kompressen für den Intimbereich. Die habe ich mir in das Gefrierfach gelegt. Und dann hat es einfach wundervoll untenrum euch gekühlt. Also jedes Mal, wenn ich auf Toilette war, habe ich danach einfach das ausgetauscht und mir hier wieder so eine Kompresse reingelegt. Und das ist einfach super, um zu regenerieren untenrum, zu heilen. Und ja, je nachdem, wie doll ihr verletzt seid oder vielleicht auch einfach nur geschwollen, ist das einfach eine Wohltat. Und bei besonders starken Geburtsverletzungen, aber auch, ich habe es auch einfach so genommen. Ich war normal doll verletzt. Habe mir das irgendwie schlimmer vorgestellt, Leute, als es ist. Es war nicht so schlimm. Habe ich das hier im Kühlschrank aufbewahrt. Das ist Retterspitz, auch zur Regeneration und zur Heilung und zum Abschwellen. Und habe das einfach noch auf die Kompressen oder, als ich keine mehr hatte von den Kompressen, einfach auf diese Binde rauf gemacht. Und dann war das einfach wirklich richtig, richtig kühlend und angenehm. Und ich bin sehr, sehr schnell geheilt. Ein weiteres Fast-Highlight für mich ist die Po-Dusche. Ich hatte eine wundervolle Po-Dusche. Die war, glaube ich, in dem Farbton des Kleides. Einfach so ein schönes Türkis, aber irgendwie habe ich die nicht mehr wiedergefunden. Habe ich mir eine neue geholt. Absoluter Lifesaver. Mit Wasser auffüllen, nebens Klo stellen und dann anstatt ein Tuch, ein Toilettenpapier oder ein Feuchttuch zu nehmen, hiermit untenrum euch abduschen. Egal, ob ihr groß oder klein gemacht habt, das ist einfach wundervoll. Also niemand will sich, glaube ich, nach so einer Geburt untenrum mit irgendwas abwischen. Jetzt kommen wir zu unseren Brüsten. Da habe ich mir diesmal, das ist eines der Sachen, die ich noch nicht vorher hatte, diese Einweg-Stilleinlagen besorgt. Die sind super, super weich, gab es bei DM. Und ich dachte, ich probiere das mal, weil ich echt einen krassen Verbrauch hatte von diesen Einweg-Stilleinlagen. Und davon habe ich mir insgesamt 2 Paar geholt. Und guck mal, wie weit ich damit komme. Und für unterwegs habe ich mir dann Stilleinlagen besorgt, die man einfach einmal benutzen kann. Ich hoffe, dass mir da eine Packung reicht. Aber sollte ich einfach auslaufen unterwegs und die Mehrweg-Stilleinlagen nicht reichen,
habe ich davon einfach immer ein paar auf Tasche. Das ist einfach, glaube ich, für Leute, die das noch nicht kennen, Stillanlagen, wusste ich gar nicht so richtig, wozu man die braucht. Aber ich habe sehr viel Milch verloren. Immer dann, wenn ich zum Beispiel Marisi gerade gestillt habe, dann ist in der anderen Brust auch Milch eingeschossen, dann kam alles raus, dann war ich super nass. Ja, hat mir das sehr oft ein Outfit gerettet, so diese Stilleinlagen. Es gibt auch BHs mit direkten Stilleinlagen, aber ja, ich habe ja jetzt die hier und da ich nur Bustiers benutze anstatt Still-BHs, ist das, glaube ich, perfekt. Und zur Pflege habe ich hier auch Kompressen für die Brustwarzen. Ich habe das selber eher so präventiv genommen. Meinen Brustwarzen ging es richtig gut. Ich hatte eine tolle Anfangs-Stillerfahrung. Aber die meisten Frauen, die ich kenne, sagen, dass sie aufgeplatzte Nippel hatten, rissige Nippel, brüchige Nippel. Und da kann man wundervoll ebenfalls diese Stillkompressen in den Kühlschrank legen und sich die einfach mit auf die Stilleinlagen packen. Ebenfalls zur Pflege und zur Heilung ist dieses Lanolin. Das ist so eine ganz, ganz fettige Creme, die man sich auf die Brustwarzen schmieren kann. Auch das habe ich eher präventiv genutzt, aber ich wollte es diesmal wieder zu Hause haben. Bin mir nicht sicher, ob das mit der zweiten Schwangerschaft automatisch gleich abläuft und man wieder toll stillen kann. Deswegen habe ich es einfach mal vorsichtshalber hier. Ganz viele nutzen das übrigens auch für die Lippen. Wenn die so austrocknen, vor allen Dingen beim Stillen, weil man viel Flüssigkeit verliert. Ja, habe ich auch gemacht. Und jetzt kommt noch ein Teil, was ich beim ersten Mal nicht benutzt habe, aber ich glaube, dieses Mal nutzen werde. Und zwar sind das so Auffangbehälter für die Milch. Wenn ich Marisi auf der einen Seite stille, kann ich mir das auf die andere Seite packen und dann sammelt es die Milch, die ich auf der Seite verliere. Denn ich möchte diesmal wieder ausschließlich Muttermilch geben und stillen, aber ich würde diesmal Milch aufbewahren, einfrieren für Notsituationen, für Situationen, wo vielleicht mein Partner das Baby stillen kann und ich mich um Marisa kümmern kann, dass ich diesmal einfach ein bisschen flexibler bin. Das ist die Mission. Mal gucken, wie unser Stillweg diesmal aussieht. Ja, das waren so die ganzen Hygieneartikel. Jetzt kommen so 3 Sachen, die sind so ein bisschen random. Ich fange mal direkt an. Und zwar ist es ein Stilllicht. Fand ich super cool. Das ist von Ikea. Man drückt einfach rauf und dann geht es nach 10 oder 15 Minuten von alleine wieder aus. Also wenn ihr nachts aufwacht, euer Kind anlegt, braucht Licht, dann müsst ihr euch nicht darum kümmern, dass ihr das Licht wieder ausbekommt. Also könnt ihr einfach beim Stillen wieder einschlafen. Und ganz wichtig, Kopfhörer. Ich hatte am Anfang welche mit Kabel. Und manchmal stillt man sehr lange, man will vielleicht einen Podcast hören oder Musik oder so, dann ist es echt toll, wenn man Kopfhörer parat hat. Und auch später zur Einschlafbegleitung fand ich in ihr Kopfhörer richtig gut, wenn die mal länger gedauert hat und ich einfach keine Geduld mehr hatte, dann haben die mir ein bisschen Geduld geschenkt und ich konnte meine Nerven bewahren und mir einfach irgendwas anhören. Und das letzte sind Mulltücher. Könnte man jetzt auch sagen, das ist eher was fürs Baby, gar nicht für die Mama fürs Wochenbett. Aber ehrlich gesagt habe ich das auch zum mich reinigen genutzt, wenn irgendwo Milch daneben gegangen ist oder das Kind gespuckt hat. Oder wenn ich unterwegs war draußen und wirklich mal eine unangenehme Situation zum Stillen war, kann man sich das einfach um den Körper schwingen und das Kind und seine Brust damit ein bisschen verdecken. Und jetzt zeige ich euch noch kurz, was man vielleicht so kleidungsmäßig cool im Wochenbett tragen kann. Cool im Sinne von bequem und praktisch. Als allererstes empfehle ich euch da Bustiers oder Still-BHs, aber ich bin irgendwann komplett auf Bustiers umgestiegen, die besonders stretchy sind, einfach eine Nummer größer als eure eigentliche Größe und dann kann man die einfach ganz entspannt runterziehen, sich die Stillpads da reinhauen und fertig. Und als nächstes empfehle ich euch bequeme Schlafanzüge, je nachdem wann ihr gebärt, in welcher Jahreszeit, vielleicht was Langes oder was Kürzeres, auf jeden Fall mit weitem Ausschnitt, mit Knopfleiste oder mit stretchy Material, sodass ihr einfach das Oberteil runterziehen könnt und eure Brust zum Stillen herausrücken könnt, wenn ihr stillen wollt. Aber ansonsten ist es trotzdem super entspannt, was Bequemes im
Wochenbett anzuziehen. Und dann empfehle ich bequeme Hosen. Also entweder wirklich stretchy, ganz normale Hosen, die nicht Maternity, nicht schwangerschaftsgerecht sind, aber irgendwas mit super weichem Gummibund. Oder ich nutze hier ganz höchstwahrscheinlich meine Schwangerschaftsshorts, einfach weil der Bauch ja noch ein bisschen größer ist, dann drückt nichts, dann engt nichts ein. Das ist super. Also vor allen Dingen, wenn dann auch Besuch kommt, dann müsst ihr nicht nur im Schlafanzug rumhängen, irgendwas Bequemes. Und dazu könnt ihr einfach einen Top tragen, was entweder wieder eine Knopfleiste hat oder eine Bluse oder wieder was mit Stretchy Material. Also man kann auch jedes T-Shirt hochziehen, aber damit müsst ihr euch wohlfühlen. Und der Stoff von dem Hochgerollten liegt dann halt meistens so auf dem Gesicht des Kindes. Deswegen ist meistens was mit weitem Ausschnitt einfach praktischer zum Stehen. Oder ihr tragt einfach ein Kleid mit besonders weitem Ausschnitt oder wie dieses hier, das ist super stretchy. Da könnt ihr auch einfach das Oberteil ein bisschen runterziehen, eure Brust rausholen und das Kind anlegen. Ja, ansonsten sind Kleider, wenn die keinen so einen tollen Ausschnitt haben, echt unpraktisch, weil man dann in der Öffentlichkeit auf einmal unten ohne da sitzt, wenn man das von unten hochholt. Man könnte noch eine Shorts drunter ziehen oder so. Aber am besten ist, wenn der Ausschnitt passt. Und der letzte Tipp, eher Strickjacken anstatt Strickpullover oder allgemein Pullover, weil man hier einfach direkt rankommt an die Brust. Wenn einem zu warm wird beim Stillen, kann man es direkt ausziehen und muss nicht warten, bis das Kind fertig ist mit Trinken. Also Strickjacken. Und das war das Video zu den Wochenbett-Essentials nur für die Mama. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Falls ihr noch ein paar Tipps habt oder ich irgendwas vergessen habt, teilt es gerne mit meiner Community in den Kommentaren, damit vielleicht jemand, der ähnlich ist wie ihr, auch davon was hat. Ich bin da eher minimalistisch und ja, das war's von meiner Seite aus. Ich wünsche euch ein wundervolles Wochenbett, noch eine schöne Restschwangerschaft und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!